Bisher waren die Kenntnisse zu den mechanischen Eigenschaften von Laubholz immer noch beschränkt. In der Schweiz sind vor allem die Buche und die Esche von Interesse. Gleichzeitig laufen auf europäischer Ebene Diskussionen über den Einfluss der Bauteilgröße auf die Schubfestigkeit von Brettschichtholz. Mein Name ist René Steiger, ich bin Bauingenieur und an der Abteilung Ingenieurstrukturen der EMPA zuständig für den Forschungsbereich Holzbau. Das Projekt hatte mehrere Ziele. Es ging darum, die Rechenwerte für den Schubmodul für Fichten-, Buchen- und Eschen-Brettschichtholzträgern in praxisgerechten Abmessungen zu ermitteln. Zusätzlich wollten wir den Einfluss der Bauteilgröße auf die Schubfestigkeit untersuchen und Beziehungen ableiten, die man in der Baupraxis einsetzen kann. Den Schwerpunkt der Untersuchungen bildeten 3-Punkt- und 4-Punkt-Biegeversuche an Eschen-Brettschichtholzträgern der Festigkeitsklassen GL40C, GL48C und GL48C Spezial. Letztere mit jeweils 3 Lamellen der Festigkeitsklasse T50 ohne Kaltzinkenstöße auf der Biegezugseite, um zu verhindern, dass die Träger auf Biegung versagen, bevor ein Schubbruch eintritt. In den Versuchen ergaben sich Mittelwerte der Schubfestigkeit von 10 bis 12 Newton pro Quadratmillimeter und des Schubmoduls von 1120 bis 1160 Newton pro Quadratmillimeter. Zur Erzeugung von Schubbrüchen in Laubholz-Brettschichtholz sind große Kräfte erforderlich. In den im Rahmen dieses Forschungsprojektes durchgeführten Versuchen konnte gezeigt werden, dass es durch Verstärkung der Krafteinleitungszonen im Bereich der Lasteinleitungen und der Auflager mittels eingeklebten Gewindestangen, fallweise ergänzt durch in vorgebohrte Löcher eingedrehte Vollgewindeschrauben, möglich ist, die notwendigen hohen Kräfte in die Prüfkörper einzuleiten. Für die Baupraxis genügt in der Regel der Nachweis, dass die festgelegten Produktewerte erfüllt werden, beziehungsweise dass die Prüfwerte über diesen Anforderungen liegen. In weiteren Folgeprojekten könnten die entwickelten Methoden und Versuchsaufbauten eingesetzt werden, um die mechanischen Eigenschaften bei Schubbeanspruchung von Brettschichtholz hergestellt aus zusätzlichen, bisher noch wenig bekannten Holzarten zu ermitteln. Diese Frage ist im Zusammenhang mit der durch den Klimawandel bedingten Änderung des Holzangebotes in den Schweizer Wäldern von besonderer Bedeutung.